Hello, hello, and hello. Hallo, hallo und hallo. We are talking about spiritual maturity. Wir sprechen über geistliche Reife. So now, Paul is telling them why he could not talk to them as spiritually mature people. Paulus erklärt ihnen nun, warum er zu ihnen nicht wie zu geistlich reifen Menschen reden konnte. Look at this. Schau mal. For you are still dominated by the mindset of the flesh. Denn ihr seid immer noch von der Denkweise des Fleisches beherrscht. And because you are immature infants in Christ. Und weil ihr unreife Kleinkinder in Christus seid. That's not a very nice thing to say. Das ist nicht gerade eine nette Aussage. And he didn't say it to them in private. He wrote it and it's in the Bible for everybody to read. Er sagte es ihnen nicht unter vier Augen. Er schrieb es nieder. Es steht in der Bibel, damit es jeder lesen kann. How would you like that in the most sold book of the world, it's written about you in that way? Wie würde es dir gefallen, wenn im meistverkauften Buch der Welt so etwas über dich stünde? Can you imagine? Kannst du dir das vorstellen? The most sold book in the world says, Reinhard Hirtler is not spiritually mature. Im meistverkauften Buch der Welt steht, Reinhard Hirtler ist geistlich unreif, Because he's dominated by the mindset of the flesh. weil er von der Denkweise des Fleisches beherrscht wird. Well, Paul did not bring them a private personal message, said nobody must find it out. Paulus sandte den Korinthern keine persönliche private Nachricht, die niemand erfahren durfte. Why? Warum? Because he wanted all of us to learn from their mistake. Weil er wollte, dass wir alle aus ihren Fehlern lernen. So first of all, spiritual immaturity is defined Zunächst einmal wird geistliche Unreife also dadurch definiert, by being dominated by a mindset of the flesh. dass man von der Denkweise des Fleisches beherrscht wird. So if you have a mindset of the flesh, Wenn du also fleischlich gesinnt bist, you might be a Christian. könntest du ein Christ sein? You might speak in tongues. Möglicherweise sprichst du in Zungen. But according to the definition of the Bible, Doch gemäß der Definition der Bibel you are an immature infant in Christ. bist du ein unreifes Kleinkind in Christus. Do you know what that means? Weißt du, was das heißt? An infant is not an immature teenager. Ein Kleinkind ist nicht gleich ein unreifer Teenager. You know, there are teenagers who are also very immature. Es gibt auch Teenager, die ziemlich unreif sind. But at least he's already advanced. Aber zumindest sind sie schon fortgeschritten. But the word that the Apostle Paul uses here in the Greek, Aber das Wort, das der Apostel Paulus hier im Griechischen verwendet, it means a little child. bedeutet ein kleines Kind. So there Paul is talking to adults and saying, spiritually, you're just like little children. Paulus redet also zu Erwachsenen und sagt, dass sie in geistlicher Hinsicht wie kleine Kinder sind. So when the Bible talks about the being dominated by the mindset of the flesh, Wenn die Bibel also davon spricht, dass wir von der Denkweise des Fleisches beherrscht werden, let's ask, what does this even mean? sollten wir uns fragen, was das überhaupt bedeutet. Well, the first thing that we have to understand when the Bible uses the word flesh, Zunächst einmal müssen wir verstehen, dass das Wort Fleisch it means many different things depending on many different contexts. in der Bibel viele verschiedene Bedeutungen hat, je nachdem, in welchem Kontext es gebraucht wird. And I believe this is a mistake that we have made with the word flesh. Ich denke, wir haben bei dem Wort Fleisch einen Fehler gemacht. We have always interpreted the same way when it's not true. Wir haben es immer auf dieselbe Weise interpretiert, obwohl es nicht immer zutrifft. Because, you know, once we do this, we get very confused. Denn wenn wir das tun, werden wir sehr verwirrt. See, I remember when I wrote my book, Free from the Power of Sin, Ich erinnere mich, als ich das Buch Frei von der Kraft der Sünde geschrieben habe and I came to Galatians chapter 5, where it's talking about, you know, the fruit of the Spirit and the sin of the flesh. und zu Galater Kapitel 5 kam, wo es um die Frucht des Geistes und die Sünde des Fleisches geht. It's, you know, the works of the flesh. Du weißt schon, die Werke des Fleisches. You know, I thought, this cannot mean what everybody has ever preached about it. Da dachte ich, das kann nicht das bedeuten, was alle Leute immer darüber predigen. So do you know what I did? Weißt du, was ich dann gemacht habe? I used every single time the word flesh is used in the entire New Testament. Ich habe alle Stellen, in denen das Wort Fleisch im gesamten Neuen Testament vorkommt, Without exception. ausnahmslos nachgeschlagen And to my surprise, und zu meiner Überraschung it is used in different ways in different contexts. wird es in verschiedenen Zusammenhängen auf unterschiedliche Weise verwendet. So in this context here in 1 Corinthians 3, I will tell you what the word flesh means. In diesem Kontext
Hier in 1. Korinther 3 bedeutet das Wort Fleisch Folgendes. It means your own natural, selfish nature. Es steht für deine natürliche, egoistische Natur. That's what the flesh means. Das ist die Bedeutung des Wortes Fleisch. So in other words, Paul is saying this. Mit anderen Worten sagt Paulus also, If you are controlled by your own selfish desires, you're an immature child in Jesus Christ. wenn du von deinen eigenen egoistischen Begierden beherrscht wirst, bist du ein unreifes Kind in Jesus Christus. So I have a question for you today. Deshalb habe ich heute eine Frage an dich. You know, maybe we should do more homeworks Vielleicht sollten wir mehr Hausaufgaben machen, so we can make this thing work well. damit es gut funktioniert. But maybe you should sit down in quiet contemplation Aber vielleicht setzt du dich in aller Ruhe hin and ask, does life center around you? und fragst dich, dreht sich mein Leben um mich? If you have made yourself the center of your life, you are an immature baby in Jesus. Wenn du dich selbst zum Mittelpunkt deines Lebens gemacht hast, bist du ein unreifes Baby in Jesus. Because that's what it means, the mindset of the flesh. Das bedeutet nämlich die Gesinnung des Fleisches. Think about a little baby. Denk an ein kleines Baby. When the diaper is full of poo-poo, what does the baby do? Wenn die Windel voller Kaka ist, was macht es dann? I am uncomfortable. Somebody sit around me and clean me. Ich fühle mich unwohl. Jemand soll sich um mich kümmern und mich sauber machen. When it's hungry, what does it do? Was macht es, wenn es hungrig ist? Somebody give me milk. I'm hungry. Jemand soll mir Milch geben. Ich habe Hunger. When it's feeling uncomfortable because maybe it is wind in the stomach, what does it do? Wenn es sich unwohl fühlt, weil es vielleicht Blähungen hat, was macht es dann? Somebody hold me or swing me or pat me gently in the back. I've got gas. Jemand soll mich halten oder schaukeln oder mit sanft auf den Rücken klopfen. Ich habe Blähungen. Now, is this wrong? Ist das falsch? It's not wrong for a little baby, Für das kleine Baby ist es nicht falsch. but it's very wrong if Daniel does that. Aber es wäre falsch, wenn Daniel so etwas tun würde. If Daniel cries when he's hungry, it's very wrong. He needs to go to the fridge and get him food. Wenn Daniel weinen würde, wenn er hungrig ist, wäre das sehr falsch. Er sollte zum Kühlschrank gehen und sich etwas zu essen holen. But think about it, and a little baby that's immature, it has no option but only focus on its own needs. Denk mal darüber nach. Ein kleines, unreifes Baby hat keine andere Wahl, als sich nur auf seine eigenen Bedürfnisse zu konzentrieren. And this is the picture that Paul is trying to paint for us. Genau dieses Bild versucht uns Paulus zu vermitteln. Now, a baby will naturally grow up with age, Ein Baby wächst mit der Zeit natürlich, aber but only in the natural, not in the spiritual. nur im Natürlichen, nicht im Geistlichen. In the spiritual, if you remain self-focused, you and your need and your problem and what you want and what you desire, you will always remain an immature baby in Christ. Im geistlichen Bereich wirst du immer ein unreifes Baby in Christus bleiben, wenn du dich auf dich selbst konzentrierst, auf deine Bedürfnisse und Probleme, auf das, was du willst und was du dir wünschst. So ask yourself, Frage dich also, in my daily decision, do I think more about myself or do I think more about others? denke ich bei meiner täglichen Entscheidung mehr an mich selbst oder denke ich mehr an andere? If you come to the conclusion more about me, then you're an immature baby. I'm sorry, I'm so blunt. Wenn du zu dem Schluss kommst, dass du mehr an dich selbst denkst, dann bist du ein unreifes Kind. Es tut mir leid, dass ich so schonungslos bin. So we need to grow up in Jesus Christ, people. Wir müssen in Jesus Christus erwachsen werden. Jesus showed us that he did not center his own life about himself and his needs. Jesus hat uns gezeigt, dass es in seinem Leben nicht um ihn selbst und seine Bedürfnisse ging. His life centered upon the Father and upon serving people. Sein Leben drehte sich um den Vater und darum, den Menschen zu dienen. Let's become mature. Lasst uns reif werden. See you tomorrow. Bis morgen!